have a DJ school for women. We try to understand what DJing is about, but we are very respectful to the history of DJing. So the first lessons normally run with vinyl records. Ich bin Sarah Rinderer. Ich arbeite zwischen Kunst und Literatur, vor allem mit Sprache. Eine Arbeit sieht man schönerweise durch das Studiofenster draußen. Draußen habe ich eben dieses Signal, das lautet XO2, angebracht, um ein Statement zu setzen für Positionswechsel, für Sichtwechsel und für den Austausch über Sprachbarrieren hinweg. Ein Zimmer. Ein Park. Jeder in eine andere Richtung gedreht. It's really hard to use classical art theory to categorize what this is. It could be AI art, whatever that is. Is your AI on your phone? Huh? No, but Instagram is. Instagram is. That's the AI at work. Also unser Mix setzt sich zusammen aus Künstlerinnen aller Sparten, Kreativschaffenden, Kreativwirtschaft, Start-up-Szene und auch soziale Projekte. Wir sind ja kein Coworking Space, so verstehen wir uns ja auch nicht, sondern wir sind ja eine kuratierte Kreativwerkstätte, ein Kunstinkubator und Wirtschaftsstandort. Das heißt, unsere Vision ist es auch, weiterhin neue Formen des kollektiven Arbeitens zu schaffen. Unser Fokus ist schon auf den richtigen Mix. Der beginnt mit den richtigen Akteuren, auch aus sozialer Hinsicht und aus qualitativer Hinsicht. Man muss ja auch bedenken, wir haben jetzt mittlerweile 140 Kunst- und Kreativschaffende auf 3600 Quadratmeter und das ist natürlich auch im laufenden Betrieb. Deswegen ist bei uns auch dieser kollektive, gemeinschaftliche Gedanke sehr hoch und wichtig. Und wir wissen alle, in den letzten 2 Jahren in der Covid-Pandemie hat man gemerkt, wie wichtig die sozialen Komponenten sind und wie wichtig der gemeinschaftliche Aspekt ist. Also wir arbeiten hier herinnen jetzt seit längerem an der Entwicklung von mehreren einzelnen Produkten. Wir haben angefangen mit dem Upcycling von Lattenrosten und machen daraus eben Pflanzenständer. Du siehst es wahrscheinlich direkt hinter mir, aus alten Lattenrosten, die wir von der MA48 bekommen. That was one of the first images by my artificial intelligence that actually reached a certain quality where I said it's all right to present the images. It was the first time that the illusion of a painting was strong enough that when people walked by, they actually thought it had been painted by hand. Hier sieht man die Räume, bevor wir sie saniert haben und danach. Also hier zum Beispiel ein Klassenzimmer, wie es vorher war, und hier 2 Studiobeispiele. Das Gebäude ist ja sehr alt, das heißt, wir haben eigentlich laufend Reparaturen. Aber so die ersten Sanierungen, ja, schon so ein Jahr, bis alles einigermaßen so war, wie es jetzt ist. Aber wie gesagt, es ist eigentlich ein laufender Prozess und wir adaptieren das Gebäude auch immer wieder mal oder ändern was an den Gemeinschaftsflächen, verbessern was. Also. Vorher war da so eine Decke mit solche Styroporplatten, die haben wir rausgenommen, haben die Lichter neu aufgehängt und ja, jetzt haben wir so ja das, was da dahinter war. So ein bisschen Industriestyle, aber wir finden es ganz cool. Ja, das ist unser schöner Turnsaal. Den kann jeder im Haus kostenlos benutzen. Man kann ihn einfach über ein Online-Kalender-Tool buchen. Und der Raum wird aktuell benutzt für Sport natürlich, aber auch für Performances, für Proben, für Schauspielunterricht, für Workshops, für Events, zum Tanzen. Ja. Die Allgemeinflächen, Gänge und Foyers sollen und dürfen künstlerisch bespielt werden. Insbesondere für unser Open House während der Vienna Art Week überlegen sich die Leute eigentlich immer neue Sachen. Und da kann man jetzt ein bisschen was davon sehen.
Das ist unsere Gemeinschaftswerkstatt, die wir gemeinsam mit Most Likely Sudden Workshop ins Leben gerufen haben. Hier kann einfach jeder herkommen. Es ist hauptsächlich auf Holz ausgerichtet. Hier gibt es auch ein Plattenlager. Wir versuchen möglichst alles zu recyceln und wiederzuverwenden. Auch die Arbeitstische sind zum Beispiel aus alten Schränken und Platten gebaut, die schon hier im Haus waren. Der Creative Cluster ist durch Zufall entstanden Mitte 2017, als ich selber als bildender Künstler auf Studiosuche war. Dadurch bin ich in Kontakt mit den kreativen Räumen Wien. Und in Folge haben wir dann mit ca. 20 weiteren Kunst- und Kreativschaffenden die ehemalige Traktorfabrik in Floridsdorf besichtigt. Da war es dann relativ schnell klar, dass es nicht einfach wird, 20, 30 Kunst-Kreativschaffende irgendwo hinzuschicken und dass es eben ein Konzept bedarf, einer Betreuung, einer Kuratierung und eines Managements. Magst du das Akademie-Studioprogramm erklären? Ich erkläre schon die ganze Zeit. Hallo. Seit 2018 haben wir eine Kooperation mit der Akademie der Bildenden Künste Wien. Das ist das Studioprogramm der Akademie, wo eben jährlich 10 Stipendiatinnen, die einer Jury unterlaufen, bei uns für ein Jahr ihre Studios haben. In Summe sind es 4 Studios mit 10 Stipendiatinnen, die ein Jahr bei uns arbeiten können. Hallo! Also wir sind da das Skatism-Kollektiv. Wir sind 5 Leute, die was Grafikdesign, Videografie, Wandgestaltung, also Mural Art und Illustration machen. Und genau, wir machen sehr oft gemeinsam Projekte, aber jeder Einzelne hat also so seine eigenen Projekte am Start. Ich glaube, dass das eine der coolsten Sachen da ist, dass man gemeinsam mit 140 anderen kreativen Personen im Haus ist. Das heißt, man hat einfach ein sehr inspirierendes Umfeld. It has a lot to do with the community that's been created around the Creative Cluster. For example, when I look back at the joint studios at my university, it was full of painters. I mean, it was cool, so don't get me wrong, but having this close contact with other people kind of enriches, in my opinion, the quality of the artistic work that's happening in here. Gerade in der Kreativarbeit ist es sehr wichtig, einfach sich miteinander auszutauschen. Vielleicht auch nicht, wenn die Expertise dazu passt, aber einfach im Gespräch kommt man auf viele neue Sachen drauf. Und das ist schon etwas, was wir alle hier sehr an diesem Haus eben schätzen. Hallo, willkommen bei der Ausstellung Warsnet. Profitmaximierung versus Leben, kuratiert von Marcello Farabegoli und meiner Wenigkeit als Künstler. Wir befinden uns ja im Creative Cluster, im Ausstellungsraum vom Creative Cluster und als ehemalige Schule eine Tafel, die im Gebrauch war als Strafaufgabe. War es der Sebastian oder war es nicht? Man weiß es nicht. Der Titel Warsnet spricht für sich. Ich weiß nicht, war ich's nicht. Und du kommst zu deiner künstlerischen Tätigkeit auch sehr wenig in den letzten Jahren. Genau, aber es ist natürlich trotzdem schön zu sehen, dass unsere Arbeit und auch sehr viel ehrenamtliche Arbeit hier Früchte trägt und dass die Akteure des Hauses von dieser Gemeinschaft und dem Austausch sehr profitieren. Ich wünsche mir selber, demnächst werde ich mich mehr auf meine eigene künstlerische Arbeit fokussieren. Aber es passt, die Motivation war eigentlich was zu schaffen, wie wir halt selber auch gern leben und arbeiten würden. Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, der Drive dahinter. Hallo, ich heiße Zita. Hallo, ich heiße Karim El-Seroui. Und wir betreiben den Creative Cluster. Okay.